In diesem Video soll es mal nicht um die kleine Märklin-Bahn gehen, sondern ich wurde gefragt, was ich mir früher auf meiner Fräse für meine große Lehmannbahn gebaut habe. Und deswegen bin ich heute auf den Dachboden gekrabbelt, habe mal alles das rausgekramt, an das ich schnell dran gekommen bin, und habe mal einen kleinen Film zusammengestellt mit den Teilen, die ich mir früher auf meiner Fräse gebaut habe. Da haben wir zum einen das Modell eines vierachsigen Fahrtschüttgutwagens. Die Achsen haben wir kugelgelagert. Die Lehmann-Kupplungen haben wir ersetzt durch amerikanische Klauenkupplungen, weil sie einfach viel sicherer halten. Und als kleinen Gimmick haben wir Federpuffer eingebaut. Und diese Federpuffer kommen dadurch zustande, dass wir zwei gegenseitige sich abstoßende Magnete eingebaut haben, sodass der Puffer beim Zusammendrücken einfach immer wieder nach vorne gedrückt wird. Insgesamt gibt es davon 8 Wagen, sodass ich mir da einen kompletten Zug zusammengestellt habe. Vom Fräsen her ist das Ganze natürlich leider nicht mit irgendwelchen Rundungen und so weiter zu versehen, sondern man fräst immer gerade. Deswegen sind auch die Verbindungen alle so ein bisschen eckig, was mich persönlich aber nicht stört. Als nächstes haben wir eine kleine Garage mit an der Frontseite einer Doppeltür eingebaut, die man nach außen öffnen kann als Flügeltür. Im Dach haben wir auf jeder Seite 2x3 Oberlichter eingebaut, damit wir einfach ein bisschen mehr Licht in der Garage haben. Das Dach selber ist ein bisschen mit Struktur versehen, damit es nicht so öde und eintönig wirkt. Die Seite auch, als wenn man so einen Naturholzbalken genommen hätte, und reicht gerade aus, um so ein Burago-Auto im Grunde genommen schön da drin zu parken. Als nächstes haben wir hier ein kleines Ferienhaus. Da habe ich die Inneneinrichtung, soweit es ging, noch mit selbst gefräst, haben ein kleines Bad eingebaut. Oben im ersten Stock haben wir eine kleine Empore, auf der das Bett untergebracht ist und der Schlafraum. Und eine kleine Küche eingerichtet, hinten eine kleine Sitzecke drin. Außen auf der Verandaseite haben wir einmal eine Glasschiebetür drin und so eine Art Sonnenschutz. Vorne die Tür ist auch zum Öffnen. Das Ganze ist eher so ein moderner Baustil, keine großen Überhänge, keine großen Dachvorsprünge und so weiter. Und ich denke, das ist eigentlich ganz hübsch geworden. Dann haben wir hier eigentlich mein persönliches Highlight, so eine Art Güterschuppen oder Güterhalle mit einem Gleisanschluss auf der einen Seite. War mit Abstand das aufwendigste von allem her, durch die filigranen Leitern an der Seite, dem kleinen Vordach vorne und hinten und an der Seite nochmal eine Tür drin. Hinten Schiebetüren, vorne eine Doppelflügeltür. Die Treppe vorne war auch ziemlich aufwendig. Der kleine Anbau an der Seite, oben dann nochmal draufgesetzt wie so ein kleines Oberlicht. Sieht dann ganz klasse aus, wenn es dann mal irgendwann beleuchtet ist. Ja, persönlich gefällt mir das Ganze von den ganzen Dingen am besten, war aber mit Abstand auch der größte Aufwand. Der hat sich aber gelohnt. So, jetzt kommen wir zu dem größten Gebäude von den ganzen. Das ist im Grunde genommen unser Türmchen hier. Der ist vom Boden aus gesehen, wenn er auf dem Boden steht, 1,35 Meter hoch geworden. Hier habe ich dann zum ersten Mal auch keine Klarsichtfenster eingebaut, sondern das sollte eigentlich von innen beleuchtet werden, aber keine Inneneinrichtung bekommen. Deswegen habe ich das von innen alles matt ausgekleidet, sodass man auch die Beleuchtung nicht sieht. Das ist im Grunde genommen so ein ferngesteuerter LED-Schlauch, den man auch in verschiedenen Farben leuchten kann. Der Turm selber steht zurzeit bei uns im Wohnzimmer, solange die Anlage nicht aufgebaut ist, und dient mehr oder weniger in der Ecke als so eine Art Wohnzimmerleuchter. Ich habe im Grunde genommen das gleiche Rastersystem verwendet wie bei dem Güterschuppen, deswegen haben die Außenfassaden auch so eine gewisse Ähnlichkeit. Habe dann oben in die, ich sag mal, Balkone noch Oberlichter eingebaut, sodass das, wenn es richtig dunkel ist, auch so ein bisschen am Turm entlang leuchtet. Und wenn die Anlage dann irgendwann wieder aufgebaut ist, denke ich, werden wir dafür auch noch ein schönes Plätzchen finden. So, das war erstmal so ein grober Gesamtüberblick von den Dingen, die ich gefräst habe. Die Gebäude sind jetzt zum Teil über 10 Jahre alt. Wenn ich das heute neu machen würde, würde ich das eine oder andere auch verändern und nicht mehr genauso bauen. Ich werde das Ganze in diesem Natursperrholzton lassen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist natürlich Geschmackssache, aber bei mir wird das so bleiben. Dadurch ist das Ganze zwar nicht wetterfest,
aber mit größter Wahrscheinlichkeit wird die Anlage später in der Halle oder in der Scheune aufgebaut, sodass das nicht weiter ins Gewicht fällt für mich. Ja, bei Gelegenheit werde ich die Sachen vielleicht nochmal einzeln vorstellen, wenn ich Zeit habe, nochmal in Videos nochmal genauer drauf eingehen. Ansonsten war es das jetzt erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen guten Rutsch wünsche ich schon mal und bis gleich.